Habt ihr auch Lust auf köstliches Weihnachtsgebäck? Dann dürfen Elisenlebkuchen auf gar keinen Fall fehlen. Damit die besonders gut werden, habe ich hier ganze Mandeln und Haselnüsse und werde diese auf niedriger Hitze langsam und schon ohne Fett rösten. Das kann ich euch tatsächlich sehr ans Herz legen. Ich schäle sie auch nicht, also die kommen wirklich komplett ganz bei mir in meine Lebkuchen hinein. Und wenn sie schön braun geworden sind, da gebt wirklich Obacht, das kann schnell passieren, dass die anbrennen. Dann gebt die ganze Nussmischung hier in den Mixer hinein, Deckel drauf und die darf jetzt ganze Arbeit machen. Ich habe festgestellt, dass Nüsse am besten auf mindestens Stufe 2 gemixt werden, ansonsten läuft sie nämlich unruhig, die Maschine. 2 bis 3 ist da optimal und guckt mal, wie schnell die Nüsse gemahlen werden. Und vor allem, natürlich könntet ihr auch gemahlene Nüsse und Mandeln aus dem Supermarkt kaufen. Natürlich könnt ihr euch auch das Rösten sparen, aber für das besondere Geschmackserlebnis macht das wirklich so. Jetzt füge ich die Prise Salz hinzu, ebenso wie hier getrockneter Orangenabrieb, Lebkuchengewürz und Zimt. Bei letzterem empfehle ich die Sorte Ceylon, die ist qualitativ hochwertiger. Dann habe ich hier Zitronat und Orangat gemischt. Wer gerne mehr davon möchte, nimmt aus dem Rezept einfach die doppelte Menge. Dann hier noch brauner Zucker. Schon kann der Deckel drauf. Wir sind fast fertig. Wir lassen das Orangat jetzt nur noch mal ein bisschen zerkleinern und zusammen mit den anderen trockenen Zutaten ordentlich vermischen. Und wenn wir die Küchenmaschine schon in Gebrauch haben, dann soll sie auch für uns arbeiten, denn dafür ist sie da. Ich hatte ja vor vielen Jahren gar keine Küchenmaschine und ich muss sagen, natürlich braucht man sie nicht, aber wenn man sie hat, ist das so schön und wirklich traumhaft. Ich mache so viel mehr jetzt in der Küche, weil das einfach so viel Zeit erspart. Hier habe ich jetzt noch meine selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser hinzugefügt. Oben rechts erfahrt ihr, wie das Ganze geht. Noch 2 Eier und ein bisschen flüssiger Honig und schon sind wir so gut wie fertig. Gleich zeige ich euch übrigens, wie ihr die Elisenlebkuchen wirklich super einfach und schnell formen könnt, ohne Stress. Also es besteht ja die Möglichkeit, die Obladen so auf ein rundes Gefäß zu machen, wo das nicht verrutscht und dann könnt ihr das mit dem Messer hin und her machen, mit feuchten Händen nachformen. Natürlich funktioniert das, ich zeige euch aber in diesem Video, wie es noch viel einfacher funktioniert. So, die Küchenmaschine macht jetzt hier noch den Rest, vermischt mir alles. Theoretisch könnte ich das Ganze auch von Hand machen, aber wenn sie schon dabei ist, dann soll sie das fertig machen. Vor allem können die Utensilien gleich in die Geschirrspülmaschine, dann habe ich weniger Arbeit und kann mich an das Backen machen. Der Teig hat hier eine sehr weiche Konsistenz. Hier bitte nicht wundern, ich zeige euch das gerade mal. So sieht das Ganze aus und dann habe ich hier meinen Zaubertrick, eine Lebkuchenglocke. Das ist wirklich ein, wie man heute sagt, ein Gamechanger. Das ist so fantastisch. Ähm, die habe ich mir selber besorgt. Das ist jetzt hier keine Schleichwerbung. Ich bin nicht gesponsert, aber schaut euch das an. Das war in so einem Set, die Glocke zusammen mit den passenden Oblaten, beides 7 Zentimeter. Die gibt es auch größer und kleiner. Ich verlinke euch natürlich nicht nur das Rezept unten in der Beschreibung, sondern auch das Equipment, was ich nutze und empfehlen kann. Und dann nehmt ihr einfach ein Messer, als würdet ihr Aufstrich verstreichen wollen, gebt das hier hinein, einmal schön glatt streichen, zack, und dann kommt die Oblate drauf und ihr müsst euch um nichts mehr Gedanken machen. Hier passt, sitzt alles. Dann dreht ihr das da unten und dann könnt ihr schon sehen, wie sich das Ganze lockert. Dann ab auf die Backfolie. So einfach ist das Ganze. Es kann manchmal sein, dass das ein bisschen klebt. In dem Fall einfach so rüberhalten. Irgendwann kommt die Schwerkraft und es löst sich. Das Blech geht jetzt bei Ober- und Unterhitze in den Backofen für 15 Minuten. Schaut euch die an. Und dann habe ich nochmal Mandeln geschält. Einige habe ich halbiert.
Das finde ich tatsächlich schöner. Manche geben lieber die kompletten Mandeln rein. Und wenn ihr sie halbiert, kann es manchmal passieren, dass ihr so ein bisschen Bruch habt. Zumindest war es bei mir so. Den nicht wegschmeißen. Einfach nochmal zwischendurch ins Gebäck geben. Dann habe ich jetzt Kuvertüre geschmolzen, also Zartbitterschokolade. Und am besten drückt ihr das einfach unten so rein. Ich habe jetzt so eine Müslischüssel genommen. Das war für die 150 Gramm Kuvertüre wirklich am besten. Ein wenig abstreichen hier, also einfach untertunken, so dass die Ränder auch richtig schön voller Schokolade sind. Also so hat es am besten geklappt. Es gibt sonst noch die Möglichkeit, das habe ich bei mir noch nicht zu Hause, kennt ihr für Pellkartoffeln diese kleinen dreizackigen Gabeln? Die kann man sonst unten in die Oblate reinstechen und das funktioniert dann auch alternativ. So, und dann könnt ihr auch schon direkt dekorieren, wer das möchte, mit Mandeln, so wie ich. Ihr könntet sie auch weglassen und vielleicht ein bisschen weiße Schokolade noch drüber geben. Also, da sind wie immer der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich persönlich mag das mit den halbierten Mandeln ein bisschen lieber. Einige bei uns in der Familie mögen das mit den ganzen Mandeln. Wie ist das bei euch? Schreibt es mir mal unten bitte in die Kommentare. Dann habe ich hier den Puderzucker und gebe ein bisschen Wasser hinzu. Bei 2 Esslöffeln ist der Guss recht dick. Und das ist jetzt tatsächlich Geschmackssache. Mögt ihr das mit dem dickeren Guss, dann nehmt bitte von dem Rezept die doppelte Menge, denn dann werden die 80 Gramm Puderzucker auf gar keinen Fall reichen. Ich streiche das jetzt hier erstmal glatt und ich zeige euch gleich auch die Unterschiede. Ich mag den dünneren Guss, dazu aber gleich mehr. Seht ihr hier gleich nochmal alles. Aber erst einmal zeige ich euch die dicke Gussvariante. So schön fest. Das wäre jetzt für mich von der Konsistenz her optimal, um ein schönes Lebkuchenhaus zu dekorieren. Falls ihr Lust habt, sowas nochmal zu sehen, also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr noch schaffe, aber das kommt dann auf meine Liste für nächstes Jahr. So, wenn ihr das so dick macht, dann seht ihr das, dann ist es mit dem Reintunken schon nicht mehr so einfach. Das würde ich dann tatsächlich mit einem Pinsel eben verstreichen, weil ansonsten kann es sein, dass euch die Oblaten brechen beim Reintunken. Das passiert übrigens auch, wenn die Schokolade zu kalt ist und zu dick. Also da eben drauf achten. Sonst den Trick hier, so wie ich das gerne mag, noch ein bisschen Wasser hinzu, verstreichen. Und jetzt ist der Zuckerguss recht dünn, aber so finde ich sie schöner, weil ansonsten meiner Meinung nach werden sie zu süß. Aber wie gesagt, lasst es mich bitte gerne in die Kommentare wissen. So, hier schön abstreifen lassen. Ich habe das jetzt hier einfach auf das Kuchengitter gegeben. Da kann der Überschuss schön abtropfen. Ich wische einfach später dann drunter weg. Das klappt eigentlich ganz gut. Und alternativ, statt das reinzutunken, könnt ihr das natürlich auch mit dem Pinsel verstreichen. So geht das Ganze genauso. Und weil mir dieser dunkelweiße zwar gut gefallen hat, aber irgendwas hat gefehlt, habe ich noch ein bisschen von der restlichen Schokolade mit ein bisschen Kokosfett verdünnt und das dann dazu gegeben. Hier sehen wir uns wieder in den neuen Videos. Ich freue mich schon auf euch und sende euch ganz liebe Grüße. Eure Emma.